Hi und willkommen zurück zu Sherlock Holmes The Awakened. So, jetzt schauen wir mal, ob unser Schauspiel jetzt verbessert wurde. Erstmal muss ich überlegen, wie wir da überhaupt wieder hinkommen. War das hier? Nee, da ist abgesperrt, da kommen wir schon mal nicht längs. Nee. Ich hab mich verlaufen. Wo geht's hier lang? Ich glaube. Eventuell. Da. Where's the money, Barnaby? Hey, er hat uns schon mal als Barnaby erkannt. I'll wait here so as not to arouse suspicion. Vielleicht habe ich wirklich Glück. Hallo. Mr. Barnaby. Right you are. Shop owner. Right. Your invitation, sir? Here you go. You okay, sir? Seem to have the jumps. I'm in a rush. Come on in. Danke. Bitte jetzt nicht abschmieren. Danke. Okay. Heavens, I never seen gems so big. I simply must have them. Ach, echt. Schon so Opal. Ich denke mal, das sind nicht unsere Steinchen, die wir suchen. So, besagte Steinchen werden hier sein, oder? Alle. Alle? May I ask for your assistance? It isn't possible for me to help you. I'm sorry. Ich weiß gerade nicht mal, was ich tun soll. So, das haben wir. Ja, wir sind jetzt drin. Aber was sollen wir jetzt machen? Müssen wir gerade überhaupt irgendwas anheften? Eigentlich nicht, ne? So. Sorry, I'm just dealing with another client's request. Please wait a moment. Okay, sie tun zwar gerade gar nichts, aber okay. So, kann ich nochmal normal mit dir reden? Nö. Normal will er gar nicht mit mir reden. Das ist natürlich auch gut. Zeitung. Das Bankhaus Ewy Gray veranstaltet eine Auktion in geschlossener Gesellschaft und bietet damit Liebhabern von Edelsteinen die Gelegenheit, schwarze Opale zu ersteigern. Die Bank hält sich hinsichtlich der Herkunft dieser seltenen Edelsteine bedeckt. Die Bankangestellte Zoe Clemens bestätigte jedoch die Echtheit der angebotenen Opale. Ja, die Bank veranstaltet eine Auktion. So schlau waren wir schon, oder nicht? This might be useful. I'll make a note. Aha. Das Bankhaus Ewy Gray dankt folgenden Wohltätern der Stadt,
die sich um unser Geldinstitut verdient gemacht haben. Ich bin der Einzige mit... Nee, 2. 2 Hinweise aktualisiert. Ah, sie ist nicht mehr am Schreiben. Morning, sir, and welcome to the E.W. Gray Banking House. The auction will begin shortly. Name's Zoe Clemens, and I'd be delighted to help you. Pleasure to meet you, Miss Clemens. I am Frank Barnaby. I do have some questions, if you don't mind. Forgive my curiosity, but who was the previous owner? Sir, I ain't at liberty to disclose them details. Warum? These gems are rather curious. What can you tell me about them? These rare beauties are black opals, all the way from Coober Pedy, South Australia. When they catch the light, the dark stone becomes a brilliant rainbow. It's something special. It doesn't say where these stones came from. No provenance, no previous owner. I'm starting to suspect they were illegally procured. What? We would never. I can assure you these gems were bought from one of New Orleans' most upstanding citizens, a philanthropist no less. If you would like to know more, I could get my manager. You old dog, Barnaby. Didn't think you'd sober up for the auction. An hour ago, you were 3 sheets to the wind. Oh, you know, I hold my liquor better than most. And the auction was an important business opportunity. An important business opportunity. Ha! What have you done with the real Barnaby? Well, maybe I'm drunker than I thought, mister. Mister? What's wrong, Frank? You're looking pale. Don't you recognize your old pal, Grub? Yay. Könnte jetzt peinlich werden, ne? Filzhut, immer dimensioniert. Sheriff. Machtposition. Stolz und will prahlen. Schützenkönig-Auszeichnung. Polierte Fingernägel, oha. Achtet auf sein Äußeres. Auf Sheriff Grubb trifft der Satz Hunde, die bellen, beißen nicht zu. Er will den Eindruck erwecken, dass er in New Orleans etwas zu sagen hat, ist aber letztendlich nur ein Rädchen im großen Getriebe der Polizeibehörde. Tatsächlich fühlt er sich in seiner Rolle so unwohl und minderwertig, dass er versucht, seine Unzufriedenheit mit albernen Wettkämpfen, einem modischen Erscheinungsbild und Drohgebärden zu kompensieren. Sheriff Grubbs Wort ist in New Orleans Gesetz. Er ist ein Exzentriker, der sehr auf sein rechtschaffenes Image und sein gepflegtes äußeres Erscheinungsbild achtet, inklusive seiner Fingernägel. All dies ist jedoch nur eine Fassade, um sein wahres Naturell zu verbergen. Er ist ein gnadenloser Mensch, der in der städtischen Gemeinschaft viel Macht hat und jedem gefährlich werden kann. Wir versuchen. Bellender Hund. Bitte. Sorry, Sheriff, but I don't have time for this. Now, Frank, when I'm talking to you, everything else waits. If I want to talk, you talk. If I say jump, you say off which pier. Do we understand each other? Yes, sir. Good. Now, while I have you, there's the matter of your outstanding fines. I've been more than reasonable, but I'm afraid the bills come due. Fines? Right. I'm afraid I don't have anything on me. That's funny. Ain't you at the auction? I weren't born yesterday, Frank. Now, assault, battery, disorderly conduct, that's serious stuff. You got off easy, but if you don't pay up, things get a whole lot worse.
Look, Sheriff, I'm not actually... Whoa, whoa, whoa. Think careful now, because Frank Barnaby only owes us cash. But fraud, impersonation, that's weasel behavior. And you know what we do to weasels round these parts. Feed 'em to the gators. So, Frank, what's it gonna be? Here's all I have. Mighty fine of you. The people of this parish deserve peace. They don't take kindly to visitors. Don't miss that boat tomorrow morning, Doctor. Okay, er bellt nicht nur, er beißt auch. Ich merke schon. Haben wir was Neues? Außer, dass wir raus müssen. Riesig Chef hat Watsons Verkleidung als Barnaby durchschaut. Er besteht darauf, dass wir New Orleans morgen früh verlassen. Diese Misserfolg hat jedoch auch sein Gutes. Watson muss nicht länger Mr. Barnabys eigentümliche, stinkende Kleidung tragen. Es wird Zeit, zurück zum Schiff zu gehen und die Kleidung zu wechseln, damit Watson nicht Gefahr läuft, mit Mr. Barnaby verwechselt zu werden und dann dessen schlechten Ruf zu spüren zu bekommen. I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah, all that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. Okay, mal schauen. Ich hoffe, ich laufe gerade richtig. Sieht gut aus. Beim letzten Mal waren wir auch hiermit beschäftigt. Moment, wir kamen aber von wo kamen wir? Hier irgendwo, oder? Ja, ich glaube, unser Schiff war irgendwo hier. A pox on the crew. Verflucht sei die Crew, okay. Das ist definitiv das falsche Schiff. Das müsste eigentlich wirklich das richtige... Moment. Hinter meine Klamotten einfach so? Das sieht fast danach aus. Now our clothes are in the bloomin' water. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John, I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson.
Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. The nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes, and I'll hand you over to the sheriff. Sorry, was that John talking or Frank? Oh, go annoy someone else while I visit the nymph. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. 6, ne? Wie komme ich zu 6? 1, 2. Ah. 6. Okay. Well, Das look ging at einfacher. you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to know, Champagne'll know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep out of trouble. Okay, Moment. Wo sollen wir jetzt hin? Watson, den Rat ein Einheimischer, die sich Champagner nennt, aufzusuchen. Alles rein. Fischerdorf hinter dem Kreolenviertel. Kreolenviertel? Das heißt, wir könnten anscheinend nicht hier hinreisen. Wir sind jetzt da am Hafen. Liegt es daran, dass ich noch irgendwie... Ah, forgive me, Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through? Ach, wir sind wieder... So, jetzt... Können wir da jetzt... Ja, können wir jetzt hin. So. Jo. Wo ist das Fischerdorf? Nee, das ist Chinatown wieder mal. Unter dem Kreol. Also hier. Und da eher da hinten. Jetzt suchen wir wahrscheinlich eine Dame. Ja, mal freundlich fragen. Are you able to help me? I've heard about that. Let me tell you. Die Leute sagen, dass Champagner
mit 2 Hunden im Fischerboot lebt. Und zwar in einer Hütte auf einem Boot. Okay. Mit 2 Hunden. Also wir suchen etwas mit 2 Hunden. Das ist eine Hütte auf dem Boot. 2 Hunde. Tocqueville? Lafayette! Hush now. No offense, Cher. Them two don't take kindly to gents. Especially foreigners. How can champagne help you? Trip to the bayou? Feeding a huge crocodile? Some other time, perhaps. Word has it, you know everything that goes on round these parts. Maybe. Maybe not. What you want to know? The bank in town recently purchased a valuable collection of gemstones from a wealthy man. What do you know of it? Cher. I hear everything. This time I tell you for free. Next time, you pay. Thank you. May have been 1, 2 weeks ago. Rich man's butler sold him some black opals. And this rich man is? Don't know his name, only that he from the French Quarter. Folk back in town could take you there. That's all I know. You need a boat? I hire 'em out for dollars. Or a bottle of you-know-what. Thank you for the offer and the help. Sollen ja angeblich neue Sachen sein. Reichen Mann im französischen Viertel. So wie sich das Viertel anhört, sind ja wahrscheinlich alle reich. Das ist keine große Hilfe. Wo ist das französische Viertel? Hier? Irgendwo zwischen Chinatown? Mhm. Wir haben keine Hinweise, ne? Okay. In dem Telegramm, das wir im Institut Schwarzen Edelweiß gefunden haben und in dem Edelsteine erwähnt wurden, dürfte es sich um E. Arnsen aus dem französischen Viertel handeln. Okay. Na, sie will ja dann wahrscheinlich jetzt Geld haben, wenn ich sie jetzt nochmal fragen, gell? Careful. Nolans may look welcoming, but not every smile is friendly. Okay. Ist das eine Drohung? Hm. Ah. Hey Kumpel, du hast uns gerade schon mal geholfen. I've heard about that. Let me tell you. Hey, er weiß sogar wieder was. Passanten gaben uns den Rat, vor dem Hafenamt eine Droschke zu nehmen und ins französische Viertel zu gelangen. Also Hafenamt. Und dann in eine Droschke. Da ist doch eine Droschke.
Jo. Got a spot in mind. French Quarter, and get us there fast. You know, Watson, the opulent mansions and stifling heat remind me of my time in the Mediterranean. Corona does sound rather magical. Do you think you shall ever return? I don't know. That place was home to some of my greatest memories and some of my lowest moments. Okay, die sprechen nicht mit mir, die sprechen nur Genau das. Mhm. Aha. Warte. Können wir jetzt mit reden? Excuse me, just one question. My dear fella, you're talking to the right man. Von den Einheimischen erfuhren wir, dass Mr. Armson in einem Herrenhaus wohnt, dessen großes Eingangstor mit Bisons verziert ist. Mit Bisons? Speziell. Wir suchen ein Tor mit Bisons. Das ist wahrscheinlich das einzige Tor, was verziert ist. Ne? Die anderen sind alle so 0815 Tore. Da war Bibi Blocksberg. Oh nein, es gibt verzierte Blätter. Und Blättern. Und mit Rost. Das ist kein Eingangstor, oder? Da. Nehmen wir das. Lord help me. Excuse me, miss. Are you all right? What is your name? Eula, sir. Waiting for someone, Eula? Yes, sir. My brother Davy. He works for Mr. Arneson in that mansion yonder. Been 5 days now since I last heard from him. Come now, why all the tears? Something happened to Davy. I feel it in my bones. Do you think he may have left the premises? No, sir. Davy, he ain't like you and me. He's smart in some ways, but he can't talk. Not a word. He's pure and kind. Fear not. We will look for your brother. One presumes this gate is locked. Is there any other way inside? There's another entrance through the stables you could try. That's where I meet Davy normally, but I couldn't get in. See, I couldn't find the key. It wasn't in its usual spot. Please hurry, sir. Find him for me. Der nächste Entführte. Die Schwelle des Grauens. Hilfe. Gut, ich würde sagen, die Schwelle des Grauens bestreiten wir aber erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Falls ihr es noch nicht habt, auch sehr gerne ein Abo. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye.